0. Rückblick. In der letzten Folge ging es um 1941 bis 1942. Das Ergebnis war klar. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät. Außen war die Gegenkoalition im Entstehen oder bereits da. Innen war Wirtschaft und Machtapparat auf Krieg gestellt. Bremsen war nicht mehr eine Entscheidung, es war strukturell unmöglich. Die logische Frage lautet deshalb: Was wäre gewesen, wenn man früher aussteigen wollte? Noch bevor der große Krieg vollständig losbricht. Noch bevor die Welt in totaler Mobilisierung steckt. Und ja, hier geht es nicht um Moral. Nicht um Schuld, nicht um Rechtfertigung. Nur um eine kalte Rechnung. Kann ein Aggressor Gewinne einfrieren? 1. Die Frage. Wir springen zurück nach 1938 bis 1939. Großbritannien und Frankreich haben noch nicht den Krieg erklärt. Die USA halten Abstand. Europa ist noch keine totale Kriegswirtschaft. Und Deutschland hat bereits 3 Schritte gemacht. Anschluss Österreichs. Sudetenland. Die Zerschlagung der Tschechoslowakei. Aus Sicht eines Diktators, der nur eines will, an der Macht bleiben, ist das die naheliegende Frage. Ich habe schon so viel bekommen. Warum nicht hier stoppen? Warum nicht das Ergebnis sichern, bevor alle endgültig aufwachen? Das klingt nicht wie Wahnsinn. Es klingt wie rechtzeitige Gewinnmitnahme. Nur, ist es wirklich Gewinnmitnahme oder ist es Selbsttäuschung? 2. Warum dieser Zeitpunkt so verführerisch wirkt. Rückblickend wirkt 1938-39 verführerisch, weil die Schritte funktionierten ohne sofortigen großen Krieg. Österreich? Fast ohne militärische Kosten. Sudetenland? London und Paris geben nach. Und selbst nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei, Proteste, Empörung, aber noch kein Weltkrieg. Wenn man nur auf die Landkarte schaut, sieht man, mit begrenztem Risiko lassen sich Grenzen verschieben. Die Versuchung 1939 ist deshalb nicht noch größer setzen. Die Versuchung ist, das bereits Gewonnene einfrieren. Aber genau hier beginnt das Problem. Nicht draußen, drinnen. 3. Der Startpunkt der Rechnung. An diesem Punkt hilft keine Ideologie, nur Rechnungen. Die Frage lautet nicht: Haben wir Geld? Sondern: Wie hat Deutschland die letzten Jahre finanziert? Wann werden diese Verpflichtungen fällig? Und, wenn Expansion aufhört, woher kommt dann das Geld, um das alles zu tragen? Der NS-Staat in den 1930er Jahren war kein System, das erst verdient und dann entscheidet. Es war ein System, das auf Aufschub gebaut war. Aufrüstung, Großprojekte, Beschäftigung, das lief nicht über stabile Steuern. Es lief über Finanzierungstricks und Verschuldung, die man nach hinten schob. Das Ergebnis: Nach außen Beschäftigung, Wachstum, Erholung. Nach innen extrem angespannte Liquidität. 1939 steht Deutschland nicht am Punkt „Wir haben genug", sondern am Punkt „Rechnungen kommen näher". Und jetzt wird es konkret. 4,1 Weimar als Ausgangslage. Vor 1933 war Deutschland kein normal schwankendes Land. Es war die Spätphase einer Krisenserie. Kriegsschulden, Reparationsdruck, verlorenes Vertrauen. Dann 1921 bis 1923 die Hyperinflation. Die Währung wird verbrannt, das Gedächtnis bleibt. Die Stabilisierung der späten 1920er hängt stark an externem Kredit. Und 1929 bricht diese Stütze weg. 1933 liegt Arbeitslosigkeit bei rund 6 Millionen. Das ist die Ausgangslage, gesellschaftlich fragil. Und wirtschaftlich: Kredit und Vertrauen sind keine Selbstverständlichkeit mehr. 4.2 Erholung als Verschuldung. Nach 1933 sieht es plötzlich besser aus. Arbeitslosigkeit fällt schnell. Von etwa 6 Millionen 1933 auf rund 1 Million 1935. Und 1939 sprechen offizielle Zahlen von fast Vollbeschäftigung. Aber die entscheidende Frage lautet: Woher kam das Geld? Diese Erholung war nicht sauber steuerfinanziert. Schulden waren nicht Nebenwirkung, sie waren Motor. Und noch wichtiger: Dieses System war nicht dafür gebaut, im Frieden ruhig herunterzufahren. Es lebte davon, dass die Zukunft irgendwie größer wird, dass es einen Moment geben wird, in dem alte Verpflichtungen neu bewertet, verschoben oder überrollt werden. 4.3 Sichtbare Schulden. Bis 1938 liegt die offiziell anerkannte Staatsschuld bei etwa 190 Milliarden Reichsmark. Schon das ist schwer genug. Aber der gefährliche Teil ist, es blieb nicht bei dieser sichtbaren Schuld. Zusätzlich wurde eine spezielle Finanzierungsschiene geschaffen. Nicht für Schulen oder Straßen, sondern für Aufrüstung. Damit kommen wir zu einem Begriff, den man kurz erklären muss: MEFO-Wechsel. 4.4 MEFO, kurz erklärt, dann hart. MEFO-Wechsel sind im Kern eine staatlich garantierte Rüstungszahlungsform. Der Staat zahlt Rüstungsfirmen nicht sofort bar aus dem Haushalt. Stattdessen erhalten sie einen Wechsel, ausgegeben über eine formale Zwischenkonstruktion. Diese Wechsel werden bei Banken diskontiert.
Und die Banken akzeptieren sie, weil klar ist, am Ende steht der Staat. Kurzfristig ist das genial. Aufrüstung kann schneller wachsen, ohne dass der Haushalt sofort explodiert. Langfristig ist es gefährlich, aus einem einfachen Grund. Diese Wechsel werden fällig. Es ist keine ewige Verschiebung. Zwischen 1934 und 1938 summiert sich dieses Instrument auf etwa 120 Milliarden Reichsmark. Damit entsteht ein harter Vergleich. Reguläre Staatsschuld, ca. 190 Milliarden, 1938. MEFO und ähnliche Rüstungsfinanzierung, ca. 120 Milliarden. MEFO ist nicht die ganze Schuld, aber es ist ungefähr die halbe zusätzliche Last. Und vor allem, es ist der Teil, der den Staat zwingt, sehr schnell Entscheidungen zu treffen, sobald Fälligkeiten näher kommen. 4,5 Zahlen nebeneinander. Jetzt muss man diese Zahlen nebeneinander legen. 190 Milliarden reguläre Schuld, 120 Milliarden MEFO-Rüstungsfinanzierung. Zusammen rund 300 Milliarden Reichsmark als Größenordnung. Und was bringt die Expansion an sofort nutzbarem Puffer? Österreich 78,3 Tonnen Gold. Das entspricht grob etwa 220 Millionen Reichsmark. Aus der Tschechoslowakei 23,1 Tonnen Gold, ungefähr 65 Millionen Reichsmark. Zusammen weniger als 300 Millionen. Das ist der Punkt. 300 Milliarden Last. Ein paar 100 Millionen Luft. Das ist kein Ausstieg. Das ist höchstens ein kurzer Atemzug. Und genau deshalb ist die Logik so brutal. Wenn man in diesem Moment stoppt, verschwinden die Schulden nicht. MEFO-Fälligkeiten kommen näher. Und der Staat steht vor einer Rechnung, die er im Frieden kaum tragen kann. 4,6 Autarkie als Schlagwort. Und selbst wenn man Schulden ausblendet, bleibt das zweite Problem, die Wirtschaftsstruktur. Der NS-Staat spricht ständig von Autarkie, von Selbstversorgung, von innerem Kreislauf. Aber die Realität sieht anders aus. 1938/39 ist Deutschland in zentralen Rohstoffen massiv abhängig. Öl, Inlandsproduktion deckt weniger als 20% des Bedarfs. Naturkautschuk, nahezu 100% Importabhängigkeit. Eisenerz, über 50% aus dem Ausland, besonders aus Schweden. Dazu Futter- und Lebensmittelengpässe, die nicht einfach wegdiskutiert werden. Für all das braucht man Devisen. Und genau hier liegt die nächste Klammer. Deutschlands Devisenreserven sind in den späten 1930ern chronisch niedrig, im Bereich von nur wenigen 100 Millionen Reichsmark. Für eine große Industrienation ist das kein leichtes Defizit. Das ist ein struktureller Sauerstoffmangel. Deshalb braucht man strikte Devisenkontrollen, Clearing- und Tauschhandel, Zuteilung und Priorisierung zugunsten der Rüstung. Das löst nichts. Es verteilt nur Knappheit. 4,8 Ergebnis der Rechnung. Wenn man diese Rechnung zusammenführt, wird die Logik fast mechanisch. 1938/39 ist Stoppen, nicht der konservative Schritt. Es ist der riskante Schritt. Denn Stoppen bedeutet, Schulden verlieren ihre Zukunftsdeckung. Devisen- und Rohstoffdruck steigt gleichzeitig. Finanzsystem, Industrie und Rüstung müssten sofort schrumpfen. Weitergehen bedeutet nicht klug. Das ist keine Moral. Das ist schlicht die Logik eines Systems, das auf Aufschub gebaut wurde. 5. Schluss. Damit ergibt sich die Schlussfolgerung. Ob 1942 oder bereits 1939. Ob es schon eine große Allianz gegen Deutschland gab oder nicht. Sobald ein Regime sein Überleben darauf aufbaut, mit fremden Ressourcen und fremdem Leben weiter zu finanzieren, ist die Idee vom Ausstieg auf dem Höhepunkt strukturell tot. Die Wahl lautet dann nicht mehr: weiter expandieren oder stoppen. Die Wahl lautet: alles aufschieben oder sofort abrechnen. Ein Stopp lässt die Probleme nicht verschwinden. Er holt sie auf einmal nach innen zurück. Und in dieser Lage wirken Zugeständnisse von außen wie Geld, das man einem chronisch überschuldeten Spieler leiht. Es kann den Moment der Insolvenz verschieben, aber sehr oft macht es die spätere Rechnung nur größer. 6. Übergang Japan. Aber nicht jedes expansionsgetriebene Regime stand vor derselben Rechnung. Deutschland lebte zunehmend davon, alte Lasten durch neue Eroberungen zu verschieben. Japan hatte in Ostasien teilweise eine andere Struktur. Korea, Taiwan, Mandschurei, das war nicht nur kurzfristige Beute. Es war in weiten Teilen koloniale Integration, Verwaltung, Infrastruktur, Produktion. Das macht es nicht milder, aber es verändert die Rechnung. Und genau deshalb wird die nächste Frage so scharf. Japan steckte in China fest. Ressourcen waren knapp. Die industrielle Basis war deutlich schwächer als die der USA. Warum also den Schritt, einen viel stärkeren Gegner aktiv in den Krieg zu ziehen? Wenn Deutschlands Problem lautete: wir können nicht mehr anhalten, dann lautet Japans Problem eher: mussten wir diesen Schritt wirklich gehen? Das ist die nächste Folge.